Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger und heute zeige ich euch, wie ihr euch die Arbeit mit Textcontainern erleichtern könnt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare. Ich beantworte die immer gerne und wenn es euch gefällt, dann hinterlasst mir einen Daumen hoch. Wenn ihr die Titelleiste eines Textcontainers anklickt, dann wird der Textcontainer markiert und ihr könnt den Textcontainer als Ganzes verschieben oder zum Beispiel mit der Entfernen-Taste auch als Ganzes löschen. Ich mache das mal mit Steuerung und Z rückgängig. Über den rechten Rand des Containers könnt ihr den Container verbreitern. Ihr könnt ihn allerdings nicht nach unten verlängern oder auf der linken Seite verbreitern. Das geht nicht. Dann habt ihr die Möglichkeit, innerhalb des Textcontainers Teile zu markieren, und zwar zum Beispiel ganze Absätze. Wenn ihr mit dem Mauszeiger auf den Absatz geht, entsteht vorne so ein kleiner Pfeil, den klicke ich an und damit wird der ganze Absatz markiert. Über diesen Pfeil kann ich aber auch die Reihenfolge der Absätze verschieben oder auch die Absätze ein- und ausrücken, wie ihr hier seht. Dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel hier einen Absatz und dann hier einen Absatz markiert. Das geht, indem ihr den ersten Absatz markiert, die Steuerungstaste drückt und dann den zweiten Absatz markiert und dann könnt ihr da formatieren. Das geht allerdings nicht in der Web-App. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, wenn eine Struktur da ist, so wie hier, auf die Titelzeile des Textcontainers zu klicken, den Befehl auswählen zu wählen und dann alle auf Ebene 2 und dann bekommt ihr alle Absätze, die hier im Textcontainer auf Ebene 2 sind. Übrigens hier habt ihr das Ein- und Ausrücken der Ebenen. Das geht allerdings nur in der Desktop-App. Ihr könnt außerdem Dinge aus einem Textcontainer herausnehmen, also einfach herausziehen, dann entsteht ein neuer Textcontainer. Und ihr könnt auch einen Textcontainer in einen anderen hineinziehen. Wenn ihr einfach so rüberzieht, dann scheinen die übereinander. Wenn ihr aber den einen Textcontainer anfasst, die Großschreibtaste dazu drückt, dann seht ihr, jetzt wird der Textcontainer in den anderen Textcontainer übernommen. Und wenn ihr dann wieder loslasst, dann habt ihr aus 2 Textcontainern einen gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis bald. Ciao, euer Arno.